Hier. Da ist es. Herzlich willkommen in einem 150 Millionen Kilometer Mechanismus, von dem einfach alles abhängt. Findest du Wasser langweilig? Verzichte mal ein paar Stunden darauf, dann ändert sich das. Schwindel. Eines der ersten Anzeichen. Irgendwann hast du nur noch ein Ziel. Trinken. Es gibt nur etwas, das dir noch schneller fehlt. Wie du vielleicht mitbekommen hast, musste ich die Aufnahmen letzte Woche frühzeitig abbrechen, mit Verdacht auf CO2-Vergiftung. Jetzt bin ich wieder da. Ich will die unglaubliche Schönheit, die surrealen Cyan-Farbtöne mit meiner Kamera möglichst echt einfangen. Dazu muss ich in die hintersten Ecken kriechen. Ich liebe das. Im Frühling wird das ja zur Todeszone. Und trotzdem oder gerade deshalb ist dieser Ort ein Juwel, ein blauer Diamant. Das hier ist noch gar nichts. Ich will ins Zentrum des Diamanten. Dort unten werde ich etwas filmen, von dem nicht weniger als unser Leben abhängt. Aber das ist mir in diesem Moment noch gar nicht bewusst. Es gibt Menschen, die glauben, die Schweiz hätte einen geheimen Untergrund. Ein hochkomplexes System. Nicht das CERN. Viel größer. In meinem Beruf als Ingenieur ist es wichtig, kritisch zu prüfen, aber nichts vorschnell auszuschließen. Ich kann nur berichten, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe etwas gesehen und gefilmt. Zwei völlig unabhängige physikalische Puzzleteile und sie passen perfekt zusammen. Das ist real. Was genau ist eigentlich Realität? Es ist nicht einfach, sie exakt zu beschreiben. Man kann sie aber direkt beobachten. Und das macht sogar irgendwie Spaß. Nach einer Weile zumindest. Realität ist am Anfang oft mühsam. Das war schon bei der Geburt so. Ich kann diese lästige Engstelle hier nicht wegignorieren. Ich muss durch. Oder ich komme nicht weiter. Die Realität scheint vom Blickwinkel abzuhängen. Aber das tut sie nicht. Nur das, was wir sehen, hängt vom Blickwinkel ab. Und vor allem das, was wir nicht sehen. Wer denkt, dass er die Realität versteht, der überschätzt sich. Oft halten wir Glauben für Wissen. Was für ein kolossaler Irrtum. Die Realität behält auch immer die Oberhand. Wenn es nicht weitergeht, müssen wir umkehren. Passiert mir oft. Sie ist ganz anders, wenn man sie erlebt, mit allen Sinnen. Auf dem Display sieht man noch weniger, nur selektierte Ausschnitte.
Aber wenn man Realität wirklich erlebt, beginnt man plötzlich Dinge zu sehen, die wie Wunder wirken. Es sind Wunder, ohne Übertreibung, hochkomplex. Man kann sie mit allen Sinnen trinken, wie einen guten Wein. Und irgendwann versteht man mit tiefer Befriedigung, ich bin nicht getrennt davon. Ich bin ein extrem wertvoller Teil davon. Genau jetzt. Und dann komme ich dort an, wo ich hin wollte. Hier unten ist das Licht ein fast reines, surreal schönes Cyan. Aber warum ist das hier eigentlich so? Das wurde mir erst zu Hause bewusst, als ich darüber nachdachte. Es liegt am H2O. Das Molekül absorbiert einfallendes Sonnenlicht je nach Farbe. Rot wird stärker absorbiert. Das Minimum des Absorptionsspektrums liegt im Bereich von Cyanblau. Bis das Sonnenlicht also hier unten ankommt, wurde fast alles außer Cyan durch das Eis rausgefiltert. Wie in der Tiefsee. Aber das ist noch nicht alles. Die Sonne hat ihr Maximum im gleichen Farbbereich. Sonnenlicht und Wasser passten also perfekt zusammen. Es gilt als ziemlich sicher, dass das Leben im Wasser entstand. Cyan war vielleicht die erste Farbe, die je von einem Lebewesen gesehen wurde. Noch heute gibt es Tiefseefische, die nur Cyan sehen können. Für Rot sind sie blind. Und es wird noch faszinierender. Mit 150 Millionen Kilometer Abstand zur Sonne sind wir gerade so weit genug weg. Die NASA nennt den Bereich, in dem flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich ist, die habitable Zone. Wir sind gerade so drin, das heißt gerade so nicht zu heiß. Ideal. Wenn diese ganzen Mechanismen nicht so perfekt zusammenspielen würden, gäbe es vermutlich mich und diesen Film hier gar nicht. Schon verrückt, was man in diesem Cyanblau hier erkennen kann. So wird aus einer einfachen, schönen Farbe etwas viel Größeres. Und noch was, bist du dir bewusst, dass wir zu 70% aus dem gleichen Stoff bestehen wie das Gletschereis hier? Das heißt, ich zum Beispiel bestehe aus etwa 70 Liter Wasser und einem Häufchen Biomasse, das in eine Einkaufstüte passt. Ist das wirklich alles? Die Realität nur ein paar physikalische Effekte? Vielleicht liegt die Antwort auf diese Frage darin, dass es so etwas wie Schönheit gibt.